Hallo ihr lieben Zwillinge, wir schauen für den nächsten Monat eine Botschaft fürs Kollektiv der Zwillinge. Und ich bin gespannt, welches Thema ich hier weitergeben darf. Ja, wir haben hier zwei Themen. Es geht darum, sich Dinge einzugestehen, ehrlich mit sich selbst zu sein, und es geht um Erinnerungen. Hier kann es sein, dass man sich etwas schöner redet, als es ist. Oder dass man viel in der Erinnerung hängt, wie etwas mal war. Und hiermit auch der Vergleich kommt, so ist es eigentlich nicht mehr. Eure Seele möchte mit euch sprechen. Es gibt finanzielle Dinge, die wichtig sind. Kann natürlich auch eine Erinnerung in diesem Bereich sein. Und ich habe ein schicksalshaftes Thema für euch, das mit den Finanzen zu tun hat oder aber auch mit so einem Wachstumsprozess auf der seelischen Ebene. Eure Gefühle sprechen sehr viel mit euch. Hör darauf, was deine Seele dir mitteilt, vielleicht auch schon länger. Da wir hier die Erinnerungen haben, kann es sein, wie war es mal finanziell für dich? War es besser? Hat sich etwas irgendwann in eine Richtung entwickelt, bei der du sehr viel investiert hast? Ich habe hier den gebenden Teil in deinem Kopf. Möglicherweise überlegst du dir hier, wie du dein finanzielles Konstrukt verbessern kannst, wo du hinein investierst. Möglicherweise hat es auch mit einer Partnerschaft zu tun, wo es vielleicht das Prinzip von Geben und Nehmen nicht ganz stimmig ist. Ja, irgendwie versucht man hier einerseits sich selber treu zu bleiben, andererseits viel zu erschaffen, anderen zu gefallen auch. Wir haben hier vielleicht das Familienkonstrukt dabei, zurückzustecken, damit es anderen besser geht. Möglicherweise spielt das Thema Unterstützung eine Rolle, weil man hier sehr viel investiert und das Gefühl hat, ich kriege nicht wirklich das zurück. Meine Arbeit bringt keine richtigen Früchte. An mir klebt sehr vieles und genau das bringt dir hier Veränderungen mit. Es sind hier Veränderungen der Vergangenheit, an die du anknüpfen kannst. Ja? Wenn wir hier die Erinnerungen haben und hier die Veränderungen, die in der Vergangenheit schon passiert sind, dann kann man das als Erinnerung natürlich schon auch so stehen lassen und kann an dieses Konstrukt so anknüpfen, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass man darauf aufbaut. Hier geht es unter anderem vielleicht um Veränderungen im häuslichen Bereich, um Kinder, um Gegenüber, um ein seelisches Konstrukt, das vielleicht jetzt nicht mehr funktioniert, also ein Weg, den du dir ausgesucht hast, braucht ein anderes Fundament. Ich sehe trotzdem in der näheren Zeit, im neuen Monat, eine stabile Energie für dich. Du setzt deine Grenze, du baust auf das Fundament, das du hast. Möglicherweise strukturiert sich hier etwas Finanzielles auch ganz neu. Ja, und da kommt hier die Vermutung. Du scheinst hier sehr viel zu geben, wovon sich andere nähren. Möglicherweise hat man dich irgendwo an irgendeinem Punkt im Regen stehen lassen. Und du hast ja das Gefühl, abgetrennt, abgeschnitten von der Fülle zu sein. Oder eben in die zweite Reihe zu stehen, leer auszugehen.
Es kann ja auch sein, dass du Dinge mit den Ämtern zu klären hast. Kann ja um die Finanzen gehen, den häuslichen Bereich. Das Außen liegt hier bei euch im Haus des Außens drin. Hier kommen von außen viele Faktoren. Wie präsentiert ihr euch? Wie nehmen das die anderen wahr? Wo verkennt man euch auch vielleicht ein Stück weit? Was zeigt man von sich? Was hält man zurück? Hier auch die Aufforderung, zeig dich ruhig so, wie du bist. Ne? Nimm dich nicht zurück. Ich habe hier auf die Legung tatsächlich die Möglichkeit, sich hier neue Türen zu öffnen, mit Reizen, die auch von außen kommen. Das Einzige, was hier sein kann, ist, dass ihr vielleicht euch nicht so ganz sicher fühlt, wenn sich was verändert, dass sich so Unsicherheit breit macht. Aber ich glaube, die gehören immer zu den Prozessen auch dazu. Die Liebe spielt ja eine Rolle. Familienthemen, die ungeklärt sind. Aussprachen. Möglicherweise geht es hier auch um Seelenpartnerschaften. Ne? Die Aufforderung der Karten ist vielleicht hier auch, guck dir mal genau an, was bei dir noch in Liebe ist und was nur noch so funktioniert. Oder nach außen hin vielleicht auch besser aussieht, als es wirklich ist. Ne? Wir haben ja hier, sei ehrlich mit dir selbst. Guck mal. Hier zeigt man dir eigentlich an, dass dir eine Ernte bevorsteht. Kann ja im finanziellen, häuslichen Bereich sein oder auch in der Liebe, Partnerschaft, Familie. Und dass du Fülle und Reichtum eigentlich begrüßen solltest und vielleicht auch nicht so sehr das hochhalten darfst, dass in der Vergangenheit einiges sich nicht zu deinen Gunsten entwickelt hat. Oder auch Prägungen der Vergangenheit spielen hier eine Rolle, ne? Sich in die zweite Reihe stellen, nicht aus den Vollen schöpfen können. Und du hast die Wunschpflanze. Also darfst du tatsächlich deine Träume visualisieren und in den Himmel wachsen lassen. Bei der Legung hier ist es so wichtig, dass deine Seele eigentlich anklopft bei dir. Auch schon in der Vergangenheit. Und du hast vielleicht immer wieder auf das Fundament gebaut, auf die Strukturen, die du bisher angewandt hast oder auch wie du Dinge umsetzt, ne? Deine Alltagsstruktur. Und hier weckt dich was und klopft bei dir an und sagt, ey, versuch mal einen anderen Weg zu gehen, die Dinge vielleicht auch nicht mit Nostalgie zu belegen. Guck der Wahrheit ins Auge. Das bestätigt mich ein bisschen. Der Ibis sagt dir hier, dass du eigentlich weißt, was du zu tun hast, aber du musst halt da dann auch deinen Impulsen folgen. Und nicht das so stehen lassen, weil dann drückt es dich immer mehr. Ne? Hier geht es auch so ein bisschen dran, dass man mit Fleiß und Ausdauer Hindernisse überwindet. Also so dieses steter Tropfen höhlt den Stein. Immer wieder weitermachen. Immer wieder sich eingestehen, wo was geklärt werden muss oder nicht mehr in der Liebe ist. Hier darfst du tatsächlich auch die Dinge aufschreiben. Das hilft manchmal auch, sich zu erleichtern oder die Vergangenheit nochmal zu klären. Hier bekommt dein Leben irgendwie ein Setup. Du hast eigentlich alles, was du wissen musst in dir, aber du greifst irgendwie nicht darauf zurück. Und darum geht es, dass du dich jetzt hier den eigenen Antworten zuwendest
und diese dann auch umsetzt. Ne? Es geht auch um das Erschaffen, das haben wir ja hier, der eigenen Dinge, über deine Kreativität. Offenbare dich auch, also teile dich mit, gib deine Weisheit weiter. Du kriegst ja definitiv tiefe Einsichten, gewinnst neue Erkenntnisse und hier kommen auch neue Aufgaben auf dich zu. Möglicherweise hat das Ganze sehr viel mit Schreiben oder Lehren auch zu tun. Wir schauen, was die Vögelchen dir hier noch mitgeben. Es kann ja natürlich auch so ein bisschen darum gehen, deine Seelenaufgabe zu finden und zu leben. Was wolltest du schon immer mal tun? Und wir haben die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz nah bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Das haben wir zweimal. Teile dich mit, finde deine Wahrheit, sei ehrlich zu dir selber, schwelge nicht in der Vergangenheit, sondern geh die Dinge im Jetzt an. Du hast hier tatsächlich viele Möglichkeiten, dein eigenes nach außen zu tragen und dir damit neue Türen zu öffnen, die dich auch im Liebesbereich oder in deinen Herzensangelegenheiten wieder näher dir und deinen Herzmenschen bringen. Ne? Hier stabilisiert sich auch das Feld der Liebe. Ihr lieben Zwillinge, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.